Florian Sitzmann aus Rostorf bei Darmstadt sitzt im Rollstuhl, seit ein Unfall vor 30 Jahren sein Leben verändert hat. Ich hatte einen Unfall als Sozius auf einem Motorrad bei einer Kurztrip-Rückreise und bin auf der Autobahn unter einen Laster geflogen. So ist die Kurzfassung. Der ist mir dann über die Beine gerollt und so begann vor 30 Jahren meine Karriere als der halbe Mann. Vor dem Unfall, also vor dem Tag, der mein Leben veränderte, war mein Leben, ich würde mal sagen, so das eines Schülers. Ja, ich war 15 Jahre alt, ich hatte ein paar Hobbys, viele Freunde, wenig Lust auf Schule und war so ein ganz normaler, pubertärer Jugendlicher. Das war ein Tag vor dem Unfall. Da war ich damals mit 15 Jahren noch so ein 2,4 Meter Hühne. Und ja, einen Tag später dann nicht mehr. Viele Operationen und jahrelange Reha folgen. Das hat sich natürlich alles verändert. Ja. Du musstest ein paar Sachen neu lernen. Das Rollstuhlfahren, das war mir jetzt auch nicht so geläufig, ja, woher auch. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis man sich da sicher bewegen konnte. Und man musste auch mit seinen Mitmenschen und der Gesellschaft quasi nochmal lernen, umzugehen. Ja. Die mit mir und ich mit denen. Aufgeben kam für Florian aber nie in Frage. Ich war dem Leben immer mehr zugewandt als dem Tod. Habe auch nie daran gedacht, dass ich das nicht mehr will oder sowas. Ja. Das kam für mich überhaupt nie in Frage. Und dann kam der Sport wieder in sein Leben. Also Sport war schon immer extrem wichtig, ja, weil ich war nach meinem Unfall direkt relativ schwer, kann man sagen. Ich hatte so einen richtig dicken Hals. Und Sport war natürlich das Mittel, um einfach wieder schlanker zu werden, ne? Um sich gut zu fühlen, um selbstbewusster zu sein, um seinen neuen Körper zu akzeptieren, wie er jetzt ist. Und das war wichtig. Aber Florian nimmt nicht nur ab. Er wird Profi-Handbiker, wird unter anderem mehrfach deutscher Meister. Mehrere Jahre Profikarriere folgen. Und auch privat läuft es. Hochzeit mit Ehefrau Annika. Mit der bin ich jetzt seit 10 Jahren verheiratet und seit 13 Jahren zusammen. Ich habe ja meine Frau auf einem Howard Carpendale-Konzert kennengelernt. Ja. Und deswegen hat Howard Carpendale jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern für uns alle hier in der Familie natürlich auch einen hohen Stellenwert, weil der einfach, er selbst hat mal gesagt, er fühlt sich auch ein bisschen verantwortlich, dass es jetzt die Zwillinge gibt. Ja. Und wir würden sagen, ja, okay, stimmt, weil wir uns ja auf seinem Konzert kennengelernt haben. Howard Carpendale und Florian Sitzmann sind schon seit Jahren befreundet. Das ist einfach mehr als einfach nur so eine Bekanntschaft. Ja. Kinder und so weiter, es ist unfassbar. Also noch solche Menschen auf dieser Erde und ich glaube, wir würden in Frieden leben. Ich kann nur sagen, dass ich mag ihn sehr, ich sehe ihn immer wieder gern. Ich freue mich vor allen Dingen, dass er seine Frau bei einem meiner Konzerte kennengelernt hat. Und jetzt die Miles for Hope Tour. Florian Sitzmann und seine Freunde fahren 900 Kilometer durch Deutschland, radeln für den guten Zweck. Miles for Hope ist eine Charity-Aktion gewesen. Ich wollte einfach mit Freunden durch Deutschland radeln, von Hamburg nach Garmisch, um genau zu sein, um da viel Geld zu sammeln. Wir haben Geld gesammelt für Kinderprojekte hier aus Südhessen. Das kommt Projekten zugute, wie zum Beispiel Bärenherz Wiesbaden. Es gibt auch noch andere. Für den Autor und Handbike-Fahrer Florian Sitzmann ist es schon immer wichtig, sich für andere einzusetzen. Also mich für unsere Gesellschaft oder vielleicht auch für einen der schwächsten Teile zu engagieren, die wir da so haben für Kinder, ist ist mir eine Herzensangelegenheit, schon immer. Ich habe auch vor meinem Unfall schon ein großes Herz gehabt, habe damals für die Stadt Darmstadt in Lindenfels Kinder betreut. Wir versuchen einfach immer wieder das Sportliche und die Aktion mit was Gutem zu verbinden. Und der 30. Jahrestag des halben Mannes, also mir, war da die letzte hervorragende Möglichkeit für. Neben seiner Familie ist das immer noch Florians große Leidenschaft. Zwar nicht mehr im Profibereich, umso mehr für gute Zwecke. Florian Sitzmann jedenfalls ist mit seinem Leben zufrieden. Ich wache morgens auf, ob es jetzt stürmt, schneit oder die Sonne scheint, ist eigentlich wurscht. Ich freue mich, dass ich da bin und dass ich meinen
ja, dass ich meinem Tun nachgehen darf, ja, dass ich meine Projekte verwirklichen kann. Nicht zuletzt natürlich wegen meinen tollen Unterstützern, wegen meinen Begleitern. Wir machen das alle zusammen. Ja. Alle zusammen schieben wir eine richtig gute Welle vor uns her.